dritti e scuri, camarava Mussolino e via il Santo Luca, tutti amavano destino, iva verso una capanna, un c'era traditori, il fotava sua condanna, lo contrasto senza onori, riposavano tranquilli, lo unica sua amanti, e non certo suo cugino, riposava più distanti, e meglio non sapeva, in infame compagnia, tanto l'odio distruggiva. Hi, ich bin Ferdi von CET Automotive. Heute haben wir, nachdem wir den Alfa Stelvio da hatten, einen anderen besonderen Kandidat bei uns. Und zwar ist es die Giulia. Auch mit 510 PS, mit Heckantrieb. Der Stelvio war ja ein Allrad quasi getriebenes Fahrzeug und hier haben wir den Heckantrieb. Richtig geil, 510 PS. Was nicht so geil ist, ist die werksseitige Klappensteuerung. Die Alpha-Fahrer werden es kennen. Bei dem Fahrzeug ist es wie beim Stelvio. Die Abgasklappen sind nur im Race-Modus geöffnet. Im Race-Modus ohne Assistenzsysteme, kein ESP, sorry. Und in den anderen Modus ist sie komplett geschlossen und geht erst lastabhängig, also im oberen Drehzahlbereich auf. Das ist halt für den Alltagsverkehr nicht so geil, weil man will ja nicht unbedingt in der Stadt ständig ohne ESP fahren. Da haben wir hier unsere Active Valve Control verbaut. Wie auch beim Stelvio wird die im Kofferraum angeschlossen, super easy. Einbau für eine geübte Hand. Hier ist halt mit dem Unterboden nicht so geil, weil das so eine große Abdeckung. Sagen wir mal roundabout eine Stunde, dann ist das Ding drin und kann sehr geil über die manuellen Tasten hier bedient werden. Wir switchen einmal rüber. Und zwar haben wir hier diese geilen Fahrprofile. Bedeutet, wir haben Advanced Economy, Normal, Dynamic und Race, wo dann das ESP-System automatisch deaktiviert wird. Werkseitig halt, wie ich erwähnt habe, im Race-Modus sind ausschließlich hier die Klappen geöffnet, in den anderen Modus ist sie komplett geschlossen. Jetzt ist das umprogrammiert, bedeutet mit der Active Valve Control haben wir im Advanced Economy die Klappen geschlossen. Wir hören es jetzt auch hier drin, es ist sehr angenehm ruhig, es ist kein Dröhnen, kein penetrantes Geräusch im Hintergrund. Wenn man mal auf der Autobahn fährt, hat man seine Ruhe. Die Klappen öffnen aber zur Sicherheit ab 5000 Umdrehungen, damit ihr halt trotzdem Sicherheitsaspekt habt, wie in der werkseitigen Steuerung. Das Geile jetzt ist, ob ihr jetzt in den Neutral, also in den Normalmodus, in den Dynamic oder in den Race-Modus ohne ESP schaltet. Die Klappen bleiben durchgehend geöffnet. Das heißt, wir können jetzt auch in den Normalmodus fahren. Wir hören es hier drinnen, der Sound ist einfach nur genial. Das ist ein 6-Zylinder-Motor, aber es ist ein richtig Hammer-Sound. Und den will man auch zeigen. Den will man auch zeigen. Und die Giulia, die ist so sportlich, so optisch auffällig. Da kann der Sound nicht fehlen und ihr wollt ja nicht ständig im Race-Modus fahren. Und jetzt hier mit der Steuerung ist es auch in dem normalen Modus, Dynamic-Modus möglich, quasi mit angenehmer Klangkulisse rumzufahren.
Von draußen ist das Ganze natürlich nochmal eine ganze Ecke geiler. Das Fahrzeug ist von drinnen, wie wir es beim Stelvio kennen, komplett aufgewertet worden. Sieht jetzt richtig geil aus, kein Vergleich mehr zum Vorgängermodell. Das Navi ist hier komplett eingearbeitet, sieht sehr hochwertig aus, hat hier die belederte Armatur wieder mit den Nähten. Einfach nur ein geiler Eyecatcher. Eyecatcher, wir hatten das schon mal. Knew it as soon as I met her. She tried to get to me, I try not to let her. Tried to be good to her, but I knew better. I never considered it, I was just into it, fuck intuition. Cause I'm on a mission, was never suspicious. The way that she looked at me, I was so finished. I thought I needed you, even though I hated you. Running in circles, but you should've ended it, know that I hurt you. I thought Hat hier die Carbon-Elemente jetzt, also quasi die Zielleisten hier sind komplett in Carbon, die Mittelkonsole ist jetzt in Carbon, der hat draußen an den Seitenschwellern Carbon, vorne im Schwert Carbon und hat auch noch an der Heckklappe quasi so einen kleinen Spoilerschwert nochmal oben drauf, auch in Carbon. Sieht einfach nur richtig geil aus. Also es sieht sehr hochwertig aus, sehr edel, sehr sportlich und das ist einfach gelungen. Wenn man jetzt zum Lenkrad nochmal umschwenkt, selbst hier richtig geil griffig, die Schaltwippen angemessen groß. Man könnte schon fast sagen, fast zu groß, aber das ist einfach perfekt, weil in der Situation, wo man dann schnell schalten muss, dann braucht man sie und dann sind sie halt sofort griffbereit. Und dann hier natürlich auch mit dem Carbon eingearbeitet, hier mit dem Leder. Ist doch richtig geil, also hier mit dem Alcantara. Ist schon richtig, richtig genial geworden und der Sound ist einfach nur heftig. Oh, Hammer! Der Hammer! Richtig genial, guck dir das an. Und obwohl der hecklastig ist, dreht er nicht durch, ne? Also das arbeitet sehr gut. Aber wir haben ja auch Top-Temperatur, muss ich zugeben. So, erster Gang, leichte Kurve. Da kommt er richtig genial. Oh. Der Hammer, ey. Oh, Hölle. Einfach nur Hammer. Ich muss sagen, das Auto überwältigt. Der Stelvio ist schon richtig cool gewesen als SUV, aber hier die Giulia als Sportwagen, Hammer. Ja. So, ich hoffe, die Giulia hat euch genauso gut gefallen wie uns. Richtig Hammer, genial. Aus Italien wieder mal ein Kunstwerk geliefert worden. Das Fahrzeug kommt einfach nur fast perfekt an. Nur die Klappensteuerung ist das feine i-Tüpfelchen bei dem Wagen, die jetzt natürlich ergänzt wurde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, teilen, liken und bis zum nächsten Video.